Hallo und sorry für den etwas reißerischen Titel. Aber das, was die LPR Hessen, so heißt die Landesmedienanstalt hier, von mir möchte, genau das. Es läuft darauf hinaus, dass man YouTube verbieten will, jedenfalls für die YouTuber, die in Hessen leben. Ich bin nun schon lange YouTuber und ich weiß ganz genau, wie das Geschäft läuft. Natürlich ist mir klar, dass ich gesponserte Videos kennzeichnen muss, mache ich auch immer. Und natürlich weiß ich auch, dass ich mich als Inhalteanbieter sozusagen nackig machen muss. Das heißt, ich muss meine E-Mail-Adresse, meine richtige Adresse, meine Telefonnummer, das muss ich alles veröffentlichen, kann mich da nicht hinter irgendeine Anonymität verstecken. Ich finde das alles nicht so toll, aber ich mache das trotzdem. Aber im Mai diesen Jahres habe ich dann Post von der LPR Hessen bekommen. Die meinten, dass ich meine gesponserten Videos über die ganze Länge kennzeichnen muss mit enthält Werbung oder wie auch immer. Auch dann, wenn es sich nur um eine kleine Werbeeinblendung am Anfang und vielleicht nochmal am Ende handelt. Also auch das, wo ich mein ganz normales Ding tue, meinen die, dass ich das einblenden muss. Ich sehe das anders, aber das hat jetzt auch mit dem Video heute gar nichts zu tun. Heute geht es nämlich um die Impressumspflicht. Man meint nämlich, dass ich die verletzt hätte. Was hatte ich gemacht? Naja, ich hatte halt unter Kanalinfo, so wie ganz viele andere YouTuber auch, habe ich halt einen Link zu meinem Impressum auf meiner Webseite gestellt. Und da steht auch alles drin, was das Telemediengesetz erfordert. Aber das hat dem LPR nicht gereicht. An dieser Stelle kann man auch gar nicht viel Text reinschreiben, weil YouTube das sehr begrenzt. Und eigentlich gehört da die Beschreibung rein, worum es in dem Kanal eigentlich geht und nicht unbedingt eine juristische Litanei. Na gut, habe ich nachgegeben, habe ich den Text eingekürzt und habe diesen ganzen Telemedienquatsch direkt auf die Kanalinfoseite geschrieben. Und ich dachte, damit hätte sich das erledigt. Aber weit gefehlt. Kommt nämlich ein weiteres Schreiben vom LPR. Der teilt mir mit, dass das so nicht in Ordnung sei, weil, ich lese mal vor, mit dem Button Kanalinfo ist nicht unmittelbar erkennbar, dass es sich hierbei um Angaben zum Impressum handeln könnte. Daher ist es notwendig, auch im YouTube-Angebot einen eigenen Button Impressum auf dem Banner vorzuhalten. Man will also den Impressum-Button ständig verfügbar haben und nicht nur über den Button Kanalinfo. Und hier liegt nur das eigentliche Problem, weil das sieht YouTube einfach nicht vor. Und als YouTuber muss man ja das User-Interface benutzen, was YouTube vorgibt. Man hat keine andere Möglichkeit. Also was habe ich gemacht? Ich habe sogar so einen kleinen Button auf die Bannerseite gestellt, aber das Problem ist, dass das Wort Impressum erst erscheint, wenn man mit der Maus drüber geht, sonst ist da nämlich nur so ein kleines Symbol zu erkennen. Naja, und auf einigen Seiten, zum Beispiel wenn man sich ein Video anschaut, da gibt es gar keinen Banner, da gibt es das einfach gar nicht. Da hat man keine Möglichkeit auf einen Impressum-Button. Dann habe ich mir mal angeschaut, wie das zum Beispiel der Hessische Rundfunk, also sozusagen der Haussender Hessens, wie der das macht. Naja, und ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, es ist nämlich ganz einfach. Die fügen ebenfalls unter Kanalinfo einen Link ein, in dem Fall ist er sogar noch nicht mal klickbar. Also da war ich schon vor dem ersten Schreiben vom LPR besser als der Hessische Rundfunk. Aber die lässt man in Ruhe und mir droht man mit Geldbußen. Aber das ist dem LPR alles egal. Ich soll bis zum 27.07.2018 alles entsprechend geändert haben, sonst kommt eine Geldstrafe bis zu 50.000 Euro. Und was mache ich nun? Was man von mir verlangt, ist vollkommen unmöglich. Man könnte genauso gut von mir verlangen, die Erdanziehungskraft abzuschalten oder Donald Trump am Twittern zu hindern. Das geht einfach nicht. Ich kann das nicht. Es ist mir nicht möglich, dieser Aufforderung nachzukommen. Und wenn das LPR sich mit dieser Rechtsauffassung durchsetzen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, aber was sie immerhin anscheinend versuchen, jedenfalls dieser Mann, ja, wenn das stimmt, dann läuft das auf ein Berufsverbot für alle hessischen YouTuber hinaus, denn niemand kann das erfüllen. Und die einzige Alternative, wenn man dem entkommen will, ist Kanal löschen, alle Videos löschen, raus aus YouTube. Und wie löse ich das? Naja, ich ziehe weg aus Hessen, jedenfalls mit meinem Kanal. Ich habe Geschäftsräume in Essen, in meiner alten Heimat im Ruhrgebiet, das gehört zur Nordrhein-Westfalen. Und ich hoffe, dass die Mitarbeiter der dort zuständigen Landesmedienanstalt vielleicht weniger abgehoben und etwas freundlicher sind und erkennen, dass ich gar nichts falsch mache in Wahrheit. Das LPR in Hessen ist jedenfalls jetzt nicht mehr für mich zuständig. Und das habe ich dem Saftladen auch so mitgeteilt. Trotzdem schönen Dank, dass man mich aus Hessen vertrieben hat. Ja, was ist denn jetzt mein Konsens? Ich versuche mich mal einer kritischen Würdigung. Hallo? Landesmedienanstalt Hessen? Ist doch alles gerade bei euch? Spinnt ihr? Nehmt euren Krempel und verzieht euch aus unserem Internet. Niemand braucht euch, niemand will euch. Geht von mir aus in Rente. Oder was weiß ich, ihr seid ja alles Rechtsanwälte. Verklagt euch gegenseitig, weil ihr euch die Kotflügel demoliert habt. Auf jeden Fall weg von hier. Zeit wird's. Liebe Bundesregierung, nehmt doch bitte die 7,1 Millionen Euro, die ihr jedes Jahr dieser hessischen Landesmedienanstalt überweist und die aus den
aus den Steuern finanziert ist, die ihr Gebühren genannt habt früher mal, die jetzt jeder bezahlen muss. Nehmt die und gebt es lieber jungen, kleinen Creators, die für die Vielfalt und für das interessante Programm hier im Lande nämlich zuständig sind. Euer tolles öffentlich-rechtliches Unterhaltungsprogramm jedenfalls ist nicht nur sauteuer, sondern zu 90% stinklangweilig. Jetzt muss ich mir schon Werbung anhören, in dem ein bestimmt ganz gut dafür bezahlter Campino den Leuten erklärt, wie toll das öffentlich-rechtliche ist. Hallo? Dafür verwendet ihr meine Steuern? Macht doch lieber ein gutes Programm, dann müsst ihr auch keine Popstars bezahlen, dafür, dass sie das anpreisen. Jetzt wacht mal auf, wir haben 2018 und nicht 1988, auch wenn ihr am liebsten dahin wieder zurück wollt. So, und was könnt ihr jetzt tun, um in der Sache behilflich zu sein? Naja, schreibt doch mal den Direktor der LPR Hessen, wie ihr das findet, wie man mit Creators in Hessen umgeht. Ich habe euch die E-Mail-Adresse und das Aktenzeichen unten in den Text gestellt. Schreibt ihm einfach eine E-Mail, da freut er sich doch drüber. Vergesst nicht anzuklicken, dass eine Lesebestätigung und eine Empfangsbestätigung angefordert wird. Denn wir wollen ja nicht, dass eure E-Mail ungelesen bleibt, oder? Also danke und bis bald, euer Jörg.